Um Strom zu sparen, gibt es natürlich viele Gründe. Der Hauptgrund ist, die eigene Stromrechnung zu dezimieren. Dazu werden sehr viele Produkte jetzt im Netz angeboten, auch sogenannte Stromsparboxen. Was es mit diesen Boxen auf sich hat und warum du lieber die Finger davon lassen solltest, erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Die Energiekosten haben sich natürlich in den letzten Monaten deutlich erhöht. Da erzähle ich euch nichts Neues, aber um hier die Stromrechnung nicht in ungeahnte Höhen fliegen zu lassen, versucht man natürlich so gut es geht, den eigenen Stromverbrauch zu reduzieren. Und hier kommen dann die sogenannten Stromsparboxen ins Spiel. Ich habe mir mal die Electric City Saving Box für ca. 10 € bestellt. Und ich möchte euch mal den Originaltext vorlesen, was hier der Hersteller verspricht. Der Energiemodus hilft Ihnen automatisch tägliche Energieverschwendung zu vermeiden, Geld zu sparen und sicher und zuverlässig zu sein. Beginnen Sie dann mit der Arbeit, indem Sie das Gerät angeschlossen lassen. Anwendungsbereich Energiesparer kann in Haushalten, Geschäften, Restaurants, Büros oder kleinen Fabriken usw. angewendet werden. Geeignet für Klimaanlagen, Waschmaschinen, Kühlschränke, elektrische Ventilatoren, Fernseher, Wasserpumpen, Stereoanlagen und so weiter. Und bei diesen ganzen positiven Aspekten, die uns der Hersteller hier beim Kauf verspricht, denkst du natürlich, Mensch, für 10 € oder 15 € oder sogar 20 € teilweise habe ich mir was Gutes gegönnt. Ich werde jetzt Strom sparen. Dementsprechend schauen wir mal an, was hier in der Box so drin ist. Unsere Stromsparbox packen wir jetzt mal aus und wir sehen ein relativ normales Böckslein, was sozusagen hier mit einem Stecker kommt, was hier 2 grüne verbaute LEDs hat. Gleichzeitig ist natürlich hinten nochmal alles aufgedruckt zu den Stromspannungen und Frequenzen und es gibt sogar ein CE-Zeichen hier aufgedruckt. Weiß nicht, ob das stimmt. Könnte sein. An dieser Stelle natürlich auch zu erwähnen, dass das wirklich total leicht ist. Also es mutet sehr stark an, dass hier kaum was drin ist in der Box. Aber dazu später, die werden wir dann auch nochmal aufmachen. Vom Prinzip her ist es billig verarbeitet. Es ist Plastik. Das Einzige, was aus Metall ist, ist natürlich hier die Stromverbindung. Und wir schauen uns das Teil jetzt mal genauer an. Um das Ganze zu verdeutlichen, habe ich jetzt mal ein bisschen was aufgebaut. Und zwar ist das hier ein Energiekosten-, Verbrauchs- und Messgerät. Ganz einfach bestehend aus einer Anzeige und natürlich auch aus einer Steckverbindung, die man sozusagen dann in die Dreierverteilung einsteckt. Und hier kann man dann direkt die Verbraucher anschließen. Gleichzeitig geht dieser Stecker über dieses Messgerät dann in einen ganz normalen Dreierverteiler, der wiederum dann verschiedene Anschlüsse bietet. So, dieser Dreierverteiler ist dann mit einem Föhn belegt und der hat natürlich schon ordentlich Verbrauch. Ja, liegt so zwischen 108 und 110 Watt, teilweise auch 111 Watt vom Prinzip her. Und das war der Föhn ohne meine Stromsparbox. Jetzt stecken wir mal die effektive Stromsparbox hier in den gleichen Dreierverteiler ein, um hier wirklich Strom zu sparen und Strom sparen zu können. Machen den Föhn nochmal an. Und sehen, dass wir hier den gleichen Wert haben. Wir liegen immer noch zwischen 108 und 111, teilweise 112 Watt. Und außer dass die beiden grünen Leuchtdioden leuchten, haben wir jetzt eigentlich keinen Strom verbraucht. Und wenn man sieht, was an sich dieses Gerät zusätzlich verbraucht, dann sind das 0,7 Watt. Diese 0,7 Watt kommen zusätzlich zum Föhnverbrauch mit rauf und da ist von Stromsparen eigentlich gar nicht die Rede, eher mehr Strom. Und teilweise werden diese Adapter natürlich auch in 4er- oder 6er-Packs verkauft. Dann wird darum gebeten, dass man diese 4 oder 6 Stromsparboxen in seinen Haushalt bzw. in seiner Firma in die Steckdosen einsteckt. Und jetzt kann man mal rechnen, 6 mal 0,7 Watt zusätzlich ist dann auch schon ein bisschen Strom, den man dann zusätzlich verbraucht. Aber man spart mit dieser Stromsparbox eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, umso mehr du hast, umso mehr Strom verbrauchst du. Und das ist natürlich auch klar, weil wir schauen uns jetzt mal an, was hier in dieser Stromsparbox drin ist und ihr werdet es nicht glauben.
Um wirklich Strom zu sparen, müsste dieses Gerät schon ein anderes Konzept haben, denn man müsste hier andere Geräte in einer Steckleiste mit einstecken können. Dann wäre es vielleicht irgendwie vertretbar, wenn dann hier der richtige Inhalt vorhanden wäre in dieser Stromsparbox. Und tatata, aufpassen, das ist drin. Die Stromsparbox beinhaltet 2 grüne Leuchtdioden auf einer Leiterplatine mit 2 Kabeln. Das Ganze dann ordentlich verlötet in Richtung Steckdosenleiste. Das andere ist dann nur der normale Deckel, der hier sozusagen dann wieder raufkommt. Das ist die Stromsparbox. Und ich habe gesehen, in anderen Stromsparboxen, da löten die wenigstens noch einen Kondensator ein, damit es vielleicht fast so aussieht oder ein bisschen die Spannung im Stromnetz regelt. Aber das hier ist wirklich Bauernnepp und die größte Frechheit für 10 €, die ich jemals in meiner Geschichte hier als Technik-YouTuber erlebt habe. Und ich möchte euch bitten, nehmt die Finger von diesen Boxen, kauft diese Boxen nicht, denn bei Amazon und anderen Anbietern, wie zum Beispiel eBay, sind diese Boxen wirklich sehr gut verkauft. Und deswegen mache ich dieses Video. Kauft nicht so ein Müll, es bringt euch überhaupt nichts, außer 2 grün leuchtende Dioden direkt an eurer Steckdose. Es ist einfach nur Betrug, Bauernnepp und wirklich was die Menschheit in diesem Fall nicht braucht. Was ich euch empfehlen kann, um wirklich Strom zu sparen, ist erstmal wirklich so ein Energiemessgerät, ist auch in meiner Videobeschreibung verlinkt. Hier kannst du deinen Verbrauch messen, hier kannst du die Kosten deines Stroms eingeben, gleichzeitig dann alles analysieren und wirklich deinen Stromverbrauch hier direkt anschauen und danach dann einstellen, was größere Stromverbraucher sind, beziehungsweise ältere Geräte, die sehr viel Strom verbrauchen, die kannst du hiermit entlarven und gegebenenfalls natürlich auch austauschen. Des Weiteren gibt es natürlich auch die einfachste Möglichkeit, sich Dreier-Steckdosen zu kaufen mit einem Schalter. Auch total easy, total einfach und dann an die Standby-Geräte anzuschließen. Abends und nach Benutzung einfach abschalten und schon habt ihr die Standby-Zeiten nicht mehr von euren verschiedenen Geräten. Ich glaube, da spart man viel mehr Strom, als wenn man sich diese Stromsparbox kauft bzw. leistet und denkt, man hat für 10 € oder teilweise bei den 4er und 6er Packs, dann geht das hoch bis zu 50 €, die du bezahlst für so einen Müll. Also relativ kompliziert, die ganze Geschichte. Finger weglassen, das bringt euch wirklich nichts. Kauft lieber vernünftige Strommessgeräte. Schaut in euren Haushalten nach, was große Stromverbraucher sind. Tauscht die gegebenenfalls aus oder macht sie einfach ein und aus über einen Dreierverteiler. Das sind Möglichkeiten, Strom zu sparen. Und damit war es das schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Kauft nicht diesen Müll. Ich sage Tschüss, bye bye und winke und sehr gern bis zum nächsten Video.